erstmal. Alter. Junge. Erster Gang nochmal. Alter! Robert, mach's Fenster zu! So Leute, heute habe ich euch etwas mitgebracht. Das wird hier den Aventador SVJ aber mal so richtig einheizen. Nicht nur vom Look, sondern vor allem auch klangtechnisch. Beide 12-Zylinder verbaut. Und zwar, da hinten steht da der Novitec F12 Enlago. Wäre doch der richtige Daily für dich, Robert, oder? Ja, du suchst ja aktuell noch nach einem neuen Daily. Eben. Und ich meine, also eigentlich fast exklusiver geht es kaum. Jo. 15 Stück davon gibt es nur, Leute. Und zwar hier F12 Enlago von Novitec, limitiert auf 15 Stück. Und alter Verwalter, also ich meine, F12 steht ja schon wirklich breit, muskulös, böse da, aber immer noch so mit diesem feinen Design, dieses edle Design. Aber hier, leck mich am Arsch, ist das einfach nur böse. Das steht einfach nur extrem aggressiv da. Vor allem, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nie so ein Fan gewesen, ne, von Gelb bei einem Ferrari. Aber ich sag dir ganz ehrlich, hier mit den Akzenten in Schwarz und in Carbon gesetzt, finde ich schon ganz geil. Also das ist schon wirklich hier geil. Vor allem, zieht euch das mal rein. Was hier Novitec gemacht hat, ein komplettes neues Bodykit. Wie gesagt, hier Enlago 15 Stück. Robert, es gibt ja auch noch ein Enlago S, da gibt es, glaube ich, 10 Stück nur. 10 oder 12, so im Dreh. Ja, wie jetzt? Das musst doch du wissen. Ja, eigentlich muss ich das auf jeden Fall wissen. Perfekt, also Maurice, weißt du wieder Bescheid, gell? Jo. So, Front 11 cm breiter, hier Heck 14 cm breit. Das muss man sich mal überlegen, was das ausmacht. Und ich meine, nochmal, F12 steht ja schon wirklich geil da. Aber hier mit dem Novitec Bodykit, ich finde vor allem hier, diese breiten Backen, das macht das Auto richtig fett. Und es ist nicht nur am Bodykit von außen Hand angelegt worden, sondern auch hier, was unter der Haube steckt. Wir haben ja den 12-Zylinder, 6,2 Liter Motor am Start. Leistet normalerweise 740 PS im F12 und jetzt hier durch das Upgrade von Novitec 781 PS. Und vor allem klangtechnisch, Leute, ich sage euch eins, wir haben hier gerade das Auto in die Garage gefahren, leck mich wirklich. Also das ist wirklich krank, da bin ich mal, ja, siehst du, da verschlägt es mir einfach gleich die Stimme. Da bin ich einfach mal gespannt, wie das im Vergleich zum SVJ wird. Auch wenn wir hier von vorne schauen. Wir haben hier so einen schönen, ja, wie kann man sagen, so einen Powerdome gesetzt. Und das ist nicht fake, sondern hier, da geht auch wirklich die Luft rein. Dann hier an der Seite dieser schöne, ja, Aeroblade, schön in Carbon gehalten. Haben wir vorne, ja klar, natürlich haben wir hier vorne auch schön, also das ist schon krass, wie viel Carbon wir hier verbaut haben. Hier schaust, Frontsplitter hier schön an der Seite, das Ganze in Carbon. Dann haben wir hier spezielle Novitec-Felgen, vorne 21 Zoll, hinten 22 Zoll, schön mit Michelin-Bereifung. Dann hier an der Seite geht es auch weiter, schön in Carbon. Und wenn wir jetzt nach hinten gehen, für mich eigentlich so mein Lieblingspart, das ist schon heftig. Wir haben hier einen recht dezenten Heckspoiler, finde ich immer ein bisschen gefährlich. Bei einem F12 812 passt das wirklich, so ein dezenter Spoiler dazu. Hier definitiv ja, weil ich finde ihn jetzt nicht too much. Wenn das Ding jetzt hier so hoch wäre, es würde nichts bringen und ich finde, es sieht einfach nicht geil aus. Aber hier auch schön dann abgeflacht, echt geil gemacht von Novitec. Dann haben wir hier andere Rückleuchten. Auch hier, zieht euch das mal rein. Es ist einfach, wenn du hier, Robert, komm mal hierher, wenn du mal wirklich hier schaust, zieh dir das mal rein. Hier beim F12 ist hier Schluss und dann geht das hier einfach nochmal so viel weiter raus. Das ist echt heftig. Dann hier auch schön in Carbon gehalten und da, Leute, da sind die Endrohre. Wir werden ihn jetzt gleich mal starten. Jetzt schauen wir mal noch so von, ja, schauen wir mal noch von innen. Innen hat sich, glaube ich, eigentlich gar nichts verändert. Also innen ist wirklich alles gleich geblieben. Wir haben hier die Plakette von Novitec, limitiert auf 15 Stück, ist die Nummer 5. Und auch schön schwarz,
gehalten mit den gelben Nähten, gelben Gurten, schön das ganze Carbon. Ja, und ich würde sagen, Robert, du weißt, was jetzt ansteht, oder? Was steht denn jetzt an? Erklär mir das doch bitte. Ich würde jetzt sagen, du stellst sie jetzt mal nach hinten und ausnahmsweise darfst du auch, sag ich mal so hier, du kannst dich am Fiat festhalten, ne? So, falls dir das ein bisschen zu viel wird. So. Und ich würde sagen, ich steige jetzt ein und jetzt geben wir mal ein bisschen Standgas, oder? Ja, dann machen wir das doch, oder? Also, dann, Rein mit Jalla, dir. Abfahrt. So, Robert, bist du bereit? Ich bin immer bereit. Hoffe ich. Warte mal, ich muss mal hier die arabische Musik noch ausmachen. Und mach mal die Lichter noch an, dann sieht's cooler aus. Okay, warte. Ja, Jetzt? auf geht's. Also, das ist jetzt Klappe zu. Ja? Jetzt machen wir mal die Klappe auf, würde ich sagen, oder? Mach mal. Okay. Also, das sind genau 3000 Touren gewesen. Leute, das waren gerade 3000 Touren. Wir können hier bis fast 9000 Touren drehen. Sollen wir mal noch ein bisschen aufreißen? Reiß mal auf. Ja, okay. Alter Verwalter, wie das Ding hochdreht. Alter. Also, ich würde sagen, Robert, Ja? steig mal ein. Achso, einsteigen auch noch. Fährst du mit heute? Ja, okay, komm, da musst du mitfahren. Also komm, auf geht's. Fahr mal. Jalla, Abfahrt. Jalla, ja, Abfahrt. Ja. So, Robert. Ja? Ja, Michael. Steht dir. Danke dir auch. Sieht echt gut aus. Hast Hast du du Platz? Hier habe ich mega viel Schon Platz. krass, wie viel Platz man hat. Ja, die Fahrkabine ist echt riesig. Heute hast du aber wieder hier richtige Top-Musik das- ausgepackt, das oder? ist meine Lieblingsmucke. Jetzt würde ich sagen, jetzt reiß mal auf, oder? Ja. F12 Novitec Enlago. Ich bin echt mal gespannt, wie das Ding im Vergleich zum SVJ vom Klang her ist. Ich sage ja immer wieder, SVJ ist einfach nur brutal laut. Ja. Aber das hier, Leute. Alter. Ja, Alter. das ist pure Symphonie. Alter. Wie das Ding schon bei 3000 Touren. Ich sage euch eins, Leute, ich glaube, heute in diesem Video werde ich nicht viel reden. Weil ich glaube heute, wir sollten das einfach nur genießen. Weil das ist wirklich Einzigartig. einzigartig. Pure Symphonie. 12 Zylinder, 6,2 Liter Hubraum. Das Ding dreht bis fast 9000 Touren. Also einfach brutal. Und da vorne, Robert, Direkt ein Tunnel. da kommt direkt ein Tunnel. Und da würde ich auch sagen, dann gehen wir mal hier in Race. Ich würde jetzt gerne hier das Fenster auch runter machen, aber du hast ja die Kamera Ja. echt super befestigt heute, muss man sagen. Durchlaufen. So, wir sind im 5. Gang. So, Bist du ready? sowas von. Alter! Leck mich am Arsch! Bist du bescheuert, Mann? Alter! Kannst du keinem erzählen. Zieh dir das mal rein. Alter, Junge. Also Leute, ohne Scheiß, da kannst du sagen, was du willst, aber für mich einfach F12, 812, es gibt einfach keinen geileren Klang. Ja. Das ist, okay, oder das mal Alter. an. Junge. Ja, ganz entspannt, oder? Einfach mal Chiron. So, dann sind wir jetzt auf der Autobahn unterwegs. Robert, kommst du eigentlich heute klar mit den Kameras? Ja. Ich merke, du bist leicht überfordert hier. Ja. Die hast schon wieder abgebaut, hast schon wieder keinen Bock mehr, oder? Nee, das reicht mir. So, wir sind jetzt auf der Autobahn, 5. Gang, Alter. 3. Alter. Schöner Lamborghini Urus. Boah. Boah, hat er hinten rausgeknallt. So, fahren wir hier rechts rüber. Alter.
Alter Schwede. Wie der die Gänge obenrum reinhackt, wie sich das anhört, dieses Schaltgeräusch, schon heftig. So geil. Aber ich weiß echt gerade noch nicht, ist das Alter. Runterschalten geiler oder ist das Hochschalten geiler? Alter. Zieht euch das mal ein! Einfach pure Symphonie. Aber jetzt kommen wir genau zu dem Part, und zwar Thema Kurve. Das ist halt wirklich so ein Thema beim F12. Da willst du nicht schnell in die Kurven fahren, weil das ist halt einfach so groß, so schwer, das geht schon, aber er wird sofort unruhig. Und das ist beim 812 deutlich besser, weil da haben wir Hinterachslenkung. So, aber das ist egal, weil wir haben das hier am Start. So, erster Gang nochmal. Alter! Robert, mach's Fenster zu! Alter, das ist geil. Das Ding dreht 250, 270. Alter Schwede. Junge, drehfreudig ohne Ende. Da ist kein Ende in Sicht und da merkst du, da kommt richtig die V12 Power, wie das Ding dann oben rum zum Schieben anfängt einfach. 740 PS, normalerweise Serie. Hier mit Novitec haben wir 781 PS am Start und er dreht auch leicht höher, also bis knapp 9000 Touren. So, hier vierter, Alter, aus dem vierten raus 200, 220, 240. Jetzt kommt richtig die V12 Power. 270. Alter. 290. 300. 310. Boah. Alter. Novitec, was ist da los? Ich brauch so ein Ding. Aber mal wirklich hier. Also hier, ich brauch so ein Ding. Den packen wir gleich ein. Komm, mach. Den behalten wir einfach. Das, Ja, das fällt dem gar nicht auf, wenn wir das Ding behalten, oder? Ich meine, das einfach ist hier nicht die gut. Nummer 5 von 15. Ja. Aber jetzt Leute, jetzt ist Ansage. Kannst du hier sogar auch noch aufmachen. So. Alter! Junge! Was ist das? Zieht euch das mal rein! Ey, da kommst du echt nicht mehr drauf klar. Alter, wie das Ding hinten rausbollert. Alter, Junge. Das ist echt völlig krank. Boah. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, klingt jetzt der SVJ geiler oder klingt das hier geiler? Und es ist für mich einfach, ich kann keine Antwort drauf geben. Nee. Weil es sind, ich meine, ja, wir haben einen V12-Motor am Start, wir haben da einen V12-Motor am Start. Beides schön natural aspirated. Aber die klingen so unterschiedlich und es sind einfach, es sind zwei unterschiedliche Emotionen. Ja. Das ist, boah, hier ist es halt einfach so eine saubere Klangart und SVJ, SV, das klingt einfach böse dreckig. Hier dieser helle Klang, der sich richtig entfaltet, eine pure Symphonie, das hört sich an wie ein Lied. Ja. Einfach wie ein Lied und das andere ist einfach, ich glaube, das kommt eigentlich wirklich drauf an, worauf du gerade Bock hast. Ja? Eben. Du sagst, du möchtest es heute eine schöne Symphonie haben, der Robert singt uns was Schönes Eben. oder halt einfach richtig schön böse dreckig. Auf die Fresse. So, einfach schön Ferrari. Schau mal, wie das Ding hochdreht. Wie das Ding halt, wie schnell der hochdreht. So, geht's wieder ab auf die Autobahn. Schön langsam in die Kurven. Du willst einfach damit nicht schnell fahren. Ja, wobei, es geht schon. Ja, boah, es lenkt sich halt einfach nicht geil ein. Es lenkt sich einfach nicht geil ein. Das musst du ganz ehrlich sagen.
Alter. Vor allem, schau mal, auch wenn du halt einfach langsam fährst. Hier 5000 Touren. Das ist so krank einfach, Mann. Ich könnte den ganzen Tag nur schalten. Boah. Also ich frage mich halt, ist das Flammen, was da hinten rauskommt? Auf jeden Fall kleine Schläge. So, nochmal ready für Tunnel. Lass jucken. Okay. Komm, wir bringen. Alter! Das ist wirklich unmenschlich. Brutal. Oh, direkt wieder 200 drauf. Jetzt merkst du, jetzt kommt wieder die V12 Power. 260. Hier liften wir mal ein bisschen. Ist natürlich hier auf Verkehr, da müssen wir natürlich immer sehr darauf aufpassen. Denn ja, man kann auf einer zweispurigen Autobahn Gas geben, wenn freie Fahrt ist, aber eben dann auch nur, wenn auch wirklich kein Verkehr ist, weil wie zum Beispiel den Caddy, das sehe ich eigentlich kommen, dass er jetzt gleich links rausfährt. Können die mir auch. Ah, Siehst du? Und das meine ich. Das ist halt immer so das Thema. Du musst extrem aufpassen. Ja, Leute, wir fahren hier Geschwindigkeiten und ja, wir fahren hier 300, aber trotzdem, es muss einem immer bewusst sein, dass wir fahren hier solche Geschwindigkeiten, aber es wird hier extrem aufgepasst. Das musst du. Das musst du wirklich. Und das ist dann im Endeffekt, es ist egal, ob wir auf einer zweispurigen oder dreispurigen Autobahn unterwegs sind, denn es kann auch einer von der ganz rechten Spur links rüberziehen, immer den Abstand halten und dann können wir auch wirklich Jalla Abfahrt machen. Siehst du, und er schläft schon wieder ein. ja, weil du so langsam fährst. Alter, das ist so geil. So, Robert, Ja, Michael? dann würde ich sagen, reiß mal jetzt noch einmal zum Abschluss auf, oder? Ja, da vorne sieht es frei aus. Einmal nochmal hier 6., 5., 4., 3., Alter. 2. und Jalla Abfahrt. Bam. Wieder die Gänge wieder reinhakt. 200. Bisschen Begrenzer. .270. Alter Verwalter. Und ich würde sagen, wir machen hier Schluss mit dem Video. Das Ding läuft bis zu 350 km/h noch. Also da ist noch gut Luft da. Und ich muss auch sagen, für mich Top 3 der emotionalsten Autos, die ich jemals gefahren bin. Ja. Anders noch mal ein bisschen zum 812. Der 812er ist noch mal ein bisschen heller. Den bin ich ja damals gefahren. 812 GTS, komplette Novitec Abgasanlage. Können wir gerne mal den Link zum Video einblenden. Ja, auch. Bitte? Hier oben blenden wir den Link ein, habe ich gesagt. Achso. Gut, oder? Auch extrem emotional gewesen, ne? Weil halt einfach Cabrio, ne? Da kannst du halt das Dach nochmal aufmachen, aber hier trotzdem Novitec Enlago, echt geile Arbeit, was Novitec hier geleistet hat. Nicht nur das Bodykit, was extrem böse geil aussieht, sondern auch hier, was unter dem Motor steckt.
Auch hier nochmal dementsprechend Motordrehzahl angepasst, bisschen mehr Leistung. Einfach dieses Gesamtpaket, diese Exklusivität, dass es nur 15 Stück weltweit davon gibt. Enlago S, ich weiß es jetzt halt nicht, du hast gesagt 12 Stück. So um den Dreh. 10 Irgendwie bis sowas 12. um den Dreh. Ja, das ist echt super, dass du es so genau weißt. Und also ich wäre dafür 812 Enlago. Da sollte was kommen. Also Novitec, wenn sich irgendjemand von euch das Video anschaut, 812 Enlago, ja, die haben eh keinen Bock, oder, sich das Video anzuschauen. Warum sollen sie auch von uns das Video anschauen? Ich meine, welcher Depp will sich so ein Video von uns anschauen? Also ich verstehe das eh manchmal nicht, wieso manchmal so Videos so gute Aufrufe bekommen, weil ich meine, das Gelaber, es will sich einfach keine Sau anhören. Eigentlich schon, Ja? ja. Und deswegen würde ich einfach sagen, da vorne kommt jetzt noch mal das Tunnel, das nehmen wir einfach mit, weil wir schon wieder so viel gelabert haben, dass wir einfach das Tunnel noch mal mitnehmen müssen. Und dann würde ich sagen, Leute, ab da vorne, da sind wir dann raus. Also genau, wenn das Tunnel beginnt, dann machen wir Schluss mit dem Video, oder? Genau, vorm Tunnel noch. Also vorm Tunnel noch. Okay, so sieht's aus. Von daher, Fenster runter. Sechster. Komm, wir machen hier deins auch noch runter. Du willst ja auch ein bisschen was hören, oder?